Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich im Wendland unterwegs und besuche den Windpark Natteln. Steht schon lange auf meiner To-Do-Liste, dass ich den Windpark irgendwann mal besuchen will, wenn ich hier in der Region bin. Ja, und das mache ich heute. Ich finde den Windpark extrem spannend, weil hier Anlagen echt sehr vieler unterschiedlicher Hersteller stehen. Unterschiedliche Anlagengenerationen und aber, was ich noch geiler finde, echt sehr viel unterschiedliche Nabenhöhen vertreten sind. Das ist richtig spannend. Und ja, von den Anlagenherstellern echt so ein paar Raritäten, die ich noch gar nicht gesehen habe und ja, die man in Süddeutschland jetzt gar nicht so sieht. Absolutes Highlight hier sind für mich die Vensis 136. Ich bin großer Vensis-Fan, bisher aber noch nie eine Vensis 136 gesehen. Bisher nur die 112er, 115er, 126er und 120er. Aber Vensis 136 noch nicht. Und ja, was hier besonders geil ist, die beiden hinteren Anlagen haben einen hohen Turm, 161 Meter. Und eine steht auf so einem Miniturm mit 97,5 Meter. Das ist quasi die gleiche Anlage auf zwei verschiedenen Turmhöhen. Das sieht richtig krass aus. Mega. Ja, freue ich mich drauf, mich gleich mal drunter zu stellen. Ja, dann stehen hier noch zwei Exoten, sage ich jetzt mal, für mich. Eno 100, auch noch nicht gesehen. Auch bisher nur die 82er, 290er, 114er und 126er gesehen. Die Eno 100 noch nicht. Hier ist eine und die Anlage, die steht, das ist die zweite. Ja, dann stehen hier noch 7x Repower sind es, glaube ich. MD 77. Müsste Repower sein, wenn ich es richtig erkannt habe vom Logo her. Ja, das sind Repower. MD 77, da steht es auch drauf. Das sind jetzt, glaube ich, so die ältesten hier. Und dann gibt es noch Nordex N117, auch auf relativ niedrigem Turm. Müssen auch so, ja, so 91 Meter sein. Die gibt es hier dreimal. Hier steht eine, da die zweite und das ist die dritte. Also richtig viel Variation hier im Park. Richtig spannend. Und hier angrenzend ist dann noch ein anderer Windpark, das ist der Windpark Wellendorf. Da stehen G 3.6 137. Auch mit richtig hohem Turm, 164,5 Meter. Auch noch nicht gesehen. Auch echt cool. Ja, hier gibt es auf jeden Fall sehr viel zu erkunden. Richtig spannend. Hier im Hintergrund sind auch noch große Anlagen. Ich meine, das sind G-Cypress, wenn ich mich nicht versehen habe. Ja, ich glaube, das sind G-Cypress. Und da habe ich eine Anlage entdeckt, die nur ein Rotorblatt hat. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal bei Instagram gesehen. Kann ich jetzt nicht sagen, was das für ein Windpark ist. Die Leute, die hier regelmäßiger unterwegs sind, die wissen das bestimmt. Ja, sehr spannend der Windpark und ja, freue mich jetzt echt drauf, hier zu erkunden. So, ich bin jetzt hier gerade den Waldweg hervorgekommen und stehe jetzt hier direkt bei der Eno 100. Die schöne. Ja, Eno gibt es in Süddeutschland nicht. Also gar nicht.
Sieht man nur hier im Norden. Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Ja, die ersten hatte ich letztes Jahr im Sommerurlaub an der Ostsee gesehen. Da kommt Eno ja auch her, aus Rerik. Das ist der Hauptsitz. Und ja, so die ganzen Prototypen stehen da halt in der Nähe. Da war ich in Kirchmulzow, wo auch der Prototyp von der EP3 steht. Und ja, habe da die Eno 82, 290, 114 und 126 gesehen. Die Eno 100 kenne ich jetzt noch gar nicht. Aber vom Design her ähnlich wie die Eno 114. Gefallen mir echt gut die Enos. Ja, vom Design her ist sie, glaube ich, eher wie die 82er, 290er. Die Narbe von der Eno 114 sieht ein bisschen anders aus. Die ist dann schon eher wie die 126er Eno. Ja, aber ich freue mich immer, mal was Exotisches zu sehen. Alles, was keine Vestas V126 ist, ist immer spannend. Ja, Eno will ja auch noch größere Anlagen rausbringen. Sind wohl 2 genehmigt. Die Fachagentur Wind macht immer so eine Statistik, was für Anlagentypen genehmigt wurden. Und für dieses Jahr wurden eine Eno 152 und eine Eno 160 genehmigt. Eno Ventum heißt die Plattform, die dann auch so ja, über 6 Megawatt hat. Und die werden dann wahrscheinlich so in der Prärie von Mecklenburg-Vorpommern irgendwo errichtet, schätze ich mal. Ganz schön laut die Anlage, muss ich sagen. Hat auch gar keine Zackenbänder. Naja. Ja, das ist die eine. Die andere steht hier hinten. Die steht jetzt leider. Ja, aber jetzt auch Premiere, dass ich die Eno 100 mal sehe. Gibt ja wohl auch noch eine 136er, aber weiß ich jetzt gar nicht, ob die jemals gebaut wurde oder nicht. Ja, hier sieht man jetzt auch schön nochmal die ganzen Repower und Nordex Anlagen. Finde ich echt cool, dass die großen Anlagen hier auf so einem kleinen Turm stehen. Also wie gesagt, ich glaube die Nordex haben, ich glaube 91,5 Meter Nabenhöhe. So ein bisschen niedriger als die Repower. Die Repower müssten 100 haben. Sieht schon cool aus. Ja, das ist einfach das Geile hier im Norden. Hier geht halt einfach Wind. Also in Süddeutschland muss man halt immer auf den höchsten Turm. Und ja, hat dann mal, wenn man Glück hat, irgendwie so 6,5 Meter pro Sekunde. Und hier ist man hier halt weit drüber. Ja, die Vensis-Anlagen sind jetzt hier hinterm Wald. Da werde ich jetzt als nächstes hingehen, weil ich echt super gespannt bin auf die Vensis mit dem kleinen Turm. So, ich stehe jetzt hier unter der Vensis 136 mit 97,5 Meter Nabenhöhe. Und das ist einfach nur krass. Das ist der Hammer. Schaut euch das an. Krass. Das ist schon Hammer. So eine fette Anlage auf so einem kleinen Turm. Boah, das ist krass. Wie die Rotorblätter hier vorbeizischen. Meine Güte, ey. Hammer. Boah, die Blätter sehen fast schon aus wie die von der E160, aber sind nur ja, so 68 Meter lang ungefähr. Aber trotzdem echt richtig beeindruckend. Der Hammer, ey. Hoha. Also das feiere ich echt. Solche Riesenanlagen auf so kleinem Turm, das ist schon der Hammer.
Ja, auch die erste Vensis 136 für mich. Die gibt es ja echt gar nicht so oft. Also im Windpark Drondorf stehen ja einige. Haben 130 Meter Nabenhöhe. Und dann kenne ich noch die hier, aber sonst kenne ich echt keine. Ja, aber einfach von der Optik, vom Design finde ich die echt super. Die Gondel ist die gleiche wie bei der 112er, 120er. Die Narbe ist allerdings ein bisschen anders. Die sieht eher schon so ein bisschen aus wie Goldwind. Goldwind besitzt ja, glaube ich, ja, 80% der Anteile von Vensis. Und ja, die Flügel, Rotorblätter, ja, sehen aus, so typische LM-Blätter, sehen aus wie die Blätter von jetzt Enercon oder G. Auch mit diesen Windabweisern oder was das ist. Oder mit diesen Spoilern an den Rotorblättern. Was ich bei Vensis immer witzig finde, dass der Generator sich halt mitdreht. Also bei Enercon ist ja quasi dann noch der Stator drumrum. Da sieht man gar nicht, dass sich der Generator dreht, aber hier sieht man es halt. Sieht schon cool aus. Ja, die 126er, 115er, die haben dann auch nochmal ein anderes Maschinenhaus. Das ist dann auch eher schon so Goldwind-Design. Boah, ich bin ein echter Vensis-Fan. Bin echt ja, ein bisschen traurig, dass man die nicht häufiger sieht. Aber es ist halt eher eine Manufaktur. Ich war ja da in Neunkirchen im Saarland und halt keine Fließbandproduktion, wie Vestas jetzt zum Beispiel. Auch cool mit dem braunen Turmfußanstrich. Für die Vögel schätze ich mal, dass die nicht dagegen knallen. Richtig fett. Ist echt gleich mal mit der Drohne fliegen, wenn wir das mal anschauen. Das ist schon echt richtig Hammer. Ja, da drüben sind jetzt die beiden anderen, die auf hohem Turm. Da werde ich gleich auch noch hinfahren. 161 Meter Turm haben die. Oder sind sogar 164,5? Ich glaube, es sind sogar 164,5. Auch geil aus mit diesem schönen, schlanken Max-Bögel-Turm. Nur ein cooler Vergleich zwischen Vensis 136 und der MD 77. Ja, und hier sind jetzt die G-Anlagen. Die 3.6er 137. Auch echt der Wahnsinn mit diesem riesigen Turm. Die hintere steht, da scheint der Service da zu sein. Ja, und dann nochmal schön die Eno. Ja, witzigerweise auf der Herfahrt mit dem Zug habe ich eine baugleiche Anlage gesehen. Also die hatte auch auch eine Vensis 136 mit dem ja, 97,5 Meter Turm. Dachte ich schon, ich hätte vergessen auszusteigen, aber es war tatsächlich eine andere Anlage. Die sind auch echt geil gebogen, die Blätter. Das finde ich immer cool. Bei den Vensis-Anlagen ist die Blattspitze immer so ein bisschen nach vorne gebogen, aber das Blatt an sich eher nach hinten. Sieht richtig cool aus. Naja, ich werde jetzt mal die Drohne auspacken, ein bisschen fliegen und fahre dann mal noch zu den anderen Vensis da hinten. Stelle mich da mal noch drunter. So, ich stehe jetzt hier nochmal unter der großen Vensis. 161,7 Meter Nabenhöhe. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Schon echt gigantisch, dieser Turm. Ist auch, glaube ich, so in dieser Art einzigartig bei der Vensis. Also die in Drondorf haben wir 131 Meter und die 112er, 120er, die stehen ja alle auf einem 140 Meter Turm. Ja, im Prinzip ähnlich wie die E138 hat der auch 160 Meter Turm. Rotorblätter sind etwas länger
aber im Prinzip ähnlich. Und auch vom Maschinenhaus. Bei der E138 ist halt dieser kragenförmige Generator und bei der Vensis hier geht er halt eher in die Tiefe als in die Breite. Ja, habe ich damals auch gesehen, als ich im Werk war, wo die Generatoren gefertigt werden. Ja, der braune Turmfußanstrich gefällt mir echt gut. Muss aber eine Auflage vom Naturschutz sein. Das haben ja einige Anlagen hier. Für Feldvögel nehme ich an, dass die nicht dagegen knallen, weil freiwillig macht es keiner. Das sind ja alles Mehrkosten für den Projektierer. Muss also eine Auflage sein. Ja, hinten dran nochmal die kleine Vensis. Kleine in Anführungszeichen. Auch schon ein Riesending. Aber ich glaube, bei der hat es Schallgründe, dass man die nicht höher bauen konnte. Aber dann wundert es mich, dass halt die G nebendran auch so einen hohen Turm hat. Ich glaube jetzt nicht, dass die so viel leiser ist. Also G soll leiser sein. Schwer vorstellbar. Ja, nochmal ein schöner Blick, eine schöne Übersicht über den Park. Ja, können wir gut vorstellen, dass von den MD-77 zeitnah bestimmt auch mal wieder welche repowered werden. Ich glaube, es sind schon welche weggekommen für die Vensis hier. Da drüben die Eno will leider nicht laufen heute. Ja, die Nordics hier auf dem kleinen Turm sieht aber auch schon geil aus. 91,5 Meter sind es, glaube ich. Habe ich vor kurzem mal nachgeschaut. Ja, aber echt verwunderlich, dass hier so viele unterschiedliche Nabenhöhen vorhanden sind. Können wir gut vorstellen. Also hier hinten, hinter den Anlagen, da liegt jetzt Natteln und die Anlagen hier haben ja alle ja so 100 Meter, 90 Meter. Nordics haben ja alle diese 91 Meter, dass die aus Schallgründen nicht höher sind. Ja, hier steht jetzt die andere große Vensis. Oh, ich finde die einfach super. Also ich bin echter Fan von denen. Sieht super cool aus mit dem schlanken Turm. Relativ schlankes, kompaktes Maschinenhaus. Da sieht man richtig schön die Rotorblattbiegung. Ja, das hier ist eine Bürger-Windanlage, so wie es aussieht. Bürgerwind Uelzen 2. Ist ja Landkreis Uelzen hier. Also ich würde mich echt riesig über mehr Vensis freuen, gerade auch im Schwarzwald mit diesem hohen Turm. Das würde ich echt enorm feiern. Ja, Vensis hat ja auch noch größere Anlagen geplant. Vensis 155, Vensis 170 sogar mit über 6 Megawatt. Aber bisher hat man noch nichts gehört vom Prototyp, wann der errichtet werden soll. Wäre ich echt mal gespannt. Ja, ich werde jetzt auch mal noch zu den G-Anlagen hier hinten fahren und mir die auch mal noch aus der Nähe anschauen. Im Prinzip die gleichen oder ähnliche wie in Geildorf. Die haben allerdings 3,4 MW und stehen halt auf diesem riesigen Betonsockel, haben aber eigentlich nur 140 Meter Turmhöhe. Und die Anlagen hier haben ja an sich schon 164,5 Meter Nabenhöhe. Ja, aber das absolute Highlight hier für mich, warum ich hier eigentlich hergekommen bin, sind ganz klar die Vensis-Anlagen. Die gehören echt zu meinen absoluten Lieblingsanlagen nach Enercon. Ja, jetzt stehe ich hier nochmal in der Nähe von den G im Windpark Wellendorf. G 3.6 137. Das sind auch echt ziemliche Giganten. Haben allerdings noch den etwas älteren Max-Bögel-Turm. Also nicht den neuen wie die Vensis, sondern der hier ist nicht ganz so schlank.
Der hat auch irgendwie nochmal so einen Knick in der Mitte. Ja, hier ist der Service da. Die Rotorblätter waren auch so ein bisschen aus dem Wind gedreht. Gut möglich, dass sie da irgendwas machen. Dass G mal Probleme mit Rotorblättern hat, wo gibt es denn sowas? Das kam mir noch nie vor. Ja, im Prinzip ähnliche Anlagen wie in Geildorf, nur dass die Anlagen hier insgesamt einen höheren Turm haben. Und in Geildorf, die stehen halt noch auf diesem riesigen Betonsockel. Ja, also von den G-Anlagen gefallen mir die hier eigentlich am besten. Die 2.5er, 2.75er mag ich überhaupt nicht, aus bekannten Gründen. Die neuen Cypress jetzt mit der neuen Gondel schon etwas eher, aber die erste Version eigentlich gar nicht. Ja, die Gondel hier sieht ja jetzt so ein bisschen aus wie bei der neuen Cypress, dass der Lüfter halt hinten ist. Frage ich mich, warum man das von Anfang an nicht gemacht hat. Naja. Ja, und hier sieht man jetzt nochmal schön die kleine Vensis. Das sieht einfach so Hammer aus, weil die halt fast die gleiche Nabenhöhe hat wie die MD77 im Hintergrund, aber halt einen wesentlich größeren Rotor. Und ja, das finde ich einfach Hammer. Krass, das wird man in Süddeutschland echt nicht sehen. Da wäre eine Anlage nicht wirtschaftlich. Aber hier geht genug Wind, da lohnt sich das. Ja, und hier drüben schauen dann die beiden großen Vensis hinterm Wald hervor. Das sieht auch echt richtig cool aus. Ja, die G 3.4, 3.6, 137 sieht man jetzt gar nicht so häufig. Also ja, man sieht halt sehr viel G 2.5, 2.75 und ja, jetzt halt die neue Cypress. Aber die hier sieht man jetzt gar nicht so häufig. Auch auf diesem hohen Turm mit 164,5 Metern. Schon sehr selten. Ja, zum Abschluss hat man hier echt nochmal einen richtig tollen Blick, eine tolle Übersicht über den ganzen Park. Richtig toller Park, also es hat jetzt echt richtig Spaß gemacht, hier zu erkunden. Ja, die beiden großen Vensis, die größten hier im Park eigentlich, jetzt hier in erster Reihe. Also ich finde die einfach super. Die würde ich mir echt für den Schwarzwald wünschen. Dann gerne auch die größeren, 155, 160, 170, wenn es sie dann irgendwann mal gibt. Mal schön die Repower und Nordex. Da eine Eno, die andere hinterm Wald. Und da drüben dann nochmal die kleine Vensis. Also die feiere ich ja echt besonders in dem Park. Richtig geil auf dem kleinen Turm. Und da drüben sind die beiden G im Windpark Wellendorf. Ja, im Anschluss habe ich nochmal ein Drohnenvideo für euch. Viel Spaß damit. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen zum nächsten Park. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht dort. Bis dahin, halt die Ohren steif und bis bald.